Ich finde, es ist eine Sache, einen Fehler zu machen und etwas so richtig Blödes zu machen, wo man sich denkt so: „Warum habe ich das gemacht?“ Und vielleicht war das richtig scheiße, wie ich da gehandelt habe. Aber die andere Sache ist es, einfach zu ignorieren, was man gemacht hat und dann monatelang nichts zu sagen und dann wieder anzukommen, so zu tun, als wäre nichts passiert. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft es mir passiert ist, mit wie vielen Menschen mir das passiert ist im letzten Jahr, dass die letztes Jahr angefangen haben, mich blöd anzumachen von der Seite. Auf jeden Fall haben die heftig meine Grenzen überschritten, waren richtig frech, haben mir mit Polizei gedroht und so und haben kranke Nummern abgeschoben. Aber als die gecheckt haben, dass die einen Fehler gemacht haben, dass es unbegründet ist, was sie tun, haben die sich teilweise einfach monatelang nicht gemeldet und kamen dann wieder mit Nachrichten à la: Hey, wie geht's dir? Ich sehe ja, du hast was richtig Tolles aufgebaut und ich habe das und das und das jetzt auch gemacht und wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Und diese Nachrichten kamen teilweise von den Personen so 2, 3 Mal und ich habe selbstverständlich nicht darauf geantwortet, weil ich mir dachte, so was geht denn bei dir ab? Und ganz ehrlich, ich bin so schockiert. Ich denke mir, wie kann man auf der einen Seite mit der Polizei drohen und sagen, dass man zu der Polizei geht und vor meiner Tür stehen, weil man sich in eine Gelegenheit einmischt, wovon man gar keinen Plan hat, und dann auf der anderen Seite anzukommen und so zu tun, als wäre nie was passiert. Ohne irgendeine Entschuldigung, ohne irgendwie, ich habe voll falsch gehandelt, kannst du mir vielleicht jemals wieder verzeihen? Und das habe ich nicht nur also ich habe das wirklich in 3, 4, 5 Beziehungen erlebt, wo die Leute das einfach hardcore ignorieren und so tun, als wäre nie was gewesen. Wo ich mir denke, so leben wir eigentlich in der gleichen Realität, so. Das ist so, so frech, was hier abgegangen ist. Und das habe ich niemals gedacht, ehrlich. Ich habe das noch nie so doll erlebt wie letztes Jahr. Ich dachte immer, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man, egal wie scheiße es ist und egal wie man sich vielleicht dafür schämt und egal wie falsch man lag, dass man das sich irgendwie so zusammenreißen kann und dann doch entschuldigen geht. Weil wie kann ich sonst so tun, als wäre nie was gewesen? Also ich könnte der Person nicht in die Augen gucken, ohne irgendwas anzusprechen. Und das ist dieses Jahr so oft passiert, dass ich musste wirklich anerkennen, dass nicht jeder das kann. Also nicht jeder macht das einfach. Und viele wählen einfach den Weg des Ignorierens und denken, dass man irgendwie ein Goldfisch ist und alles wieder vergessen hat. Und das finde ich schon heftig. Das habe ich gar nicht gedacht, dass das so in so einem Ausmaß passieren würde. Und yes, also die anderen Stories so zu der Polizei und so, das ist so ein Riesenthema. Das könnte ich niemals in diesem einen Video zusammenbringen. Deswegen muss ich das nach und nach erzählen, aber das ist safe etwas, was ich jetzt gelernt habe, so die Ignoranz und das einfach wegignorieren von Leuten und dass die hoffen, dass dann alles wieder gut ist, weil ja Gras drüber gewachsen ist und so. Aber nee, da wächst nicht einfach so Gras drüber. Nicht, wenn man so krasse Nummern abgezogen hat, safe nicht. Da muss man sich schon wirklich in sich gehen und mal entschuldigen lernen, so wie es sich auch gehört, finde ich.